Hello, my name is Bronwyn Moore and I'm the Head of UK Trade and Investment at the British Embassy here in Vienna. UK Trade and Investment is the government department that assists British-based companies to succeed in the global economy and supports overseas companies to bring their high-quality investments to the UK. Here in Austria, and together with my team, we work with British companies and support them to export into Austria and Central and Eastern Europe. We also work with Austrian companies across an array of different industry sectors and advise them on their investments and to help them grow from a UK base. We offer a broad range of professional advisory services which are free of charge. We've been working with Schmid Industry Holding, one of Austria's leading family-run businesses, and helping them to establish a presence in the UK for two of their businesses, Baumit and Morexin. We recently went to their headquarters in Wopfing to learn more about their operations and to secure further growth for them in the UK. Die Schmid Industrie Holding ist ein in Familienbesitz stehendes österreichisches Unternehmen, das eine über 100-jährige Tradition hat und das hier am Standort Wopfing südlich von Wien schon seit dem Jahr 1911 als Unternehmen besteht. Wir sind ein Baustoffkonzern, stellen also Materialien her, die von Baufirmen und gewerblichen und industriellen Anwendern im Bau weiterverwendet werden. Wir sind mittlerweile in 22 Staaten, vorrangig in Europa, vertreten, haben in all diesen Ländern Beteiligungen, wo wir in über 100 Standorten produzieren, unsere Produkte verkaufen und insgesamt rund 4.800 Mitarbeiter beschäftigen. Unser Unternehmen hatte im letzten Jahr einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Die Schmid Industrie Holding hat in den früheren Jahren, vor allem seit 1989, sich zunächst sehr stark auf Osteuropa konzentriert. Das war in Österreich und für österreichische Unternehmen ganz normal. Wir haben dann in weiterer Folge aber versucht, uns geografisch weitere Standbeine zu entwickeln und uns mehr auch auf dem westeuropäischen Markt zu etablieren. Es hat sich für uns nunmehr die Chance geboten, am großen und wichtigen britischen Markt Fuß zu fassen. Der Beweggrund dafür ist, dass wir an den Indikatoren, an den gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, aber vor allem auch an den Indikatoren für die britische Bauwirtschaft gesehen haben, es besteht hier eine enorme Nachfrage, ein enormes Interesse an guter Qualität, an thermischer Sanierung, an Verbesserung der Wohnqualität und wir glauben, da einen ganz wesentlichen Beitrag mit unseren Produkten leisten zu können. Man ist natürlich als Newcomer auf einem großen und heterogenen Markt wie Großbritannien immer darauf angewiesen, eine professionelle Begleitung zu haben. Und UK Investment ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner, weil wir dadurch einerseits wichtige Informationen bekommen haben, aber darüber hinaus auch, möchte ich sagen, die moralische und fachliche Unterstützung, wie bestimmte Dinge anzugehen sind. Wir konnten Fehler vermeiden, die wir vielleicht sonst gemacht hätten. Wir konnten uns gleich an die richtigen Leute wenden. Wir konnten in Großbritannien mit den richtigen Stellen sprechen. Und es ist ja auch so, dass es sich nicht nur um einen Einmalkontakt und ein Paket von Informationen gehandelt hat und damit war es erledigt, sondern im Gegenteil, es ist eine konstante und ich glaube sehr stark zukunftsgerichtete gemeinsame Herangehensweise an den britischen Markt. Wir sind da sehr dankbar dafür, weil sich ja mittlerweile, das ist unser starker Eindruck, über das rein Geschäftliche auch schon ein sehr angenehmer und positiver persönlicher Kontakt entwickelt hat. Ein ganz wichtiger Ratschlag ist natürlich nicht blindlings auf den Markt zu gehen und zu sagen, da sind fast 60 Millionen Menschen, die werden die Produkte schon kaufen. Großbritannien ist ein großer Markt, der aber gut versorgt ist, wo die Produkte ja im Prinzip vorhanden sind, sondern es ist ganz wichtig, die entsprechenden Marktnischen, die entsprechenden Möglichkeiten für ein österreichisches Unternehmen zu finden. Ich glaube, österreichische Unternehmen können grundsätzlich als USP für sich verbuchen, dass Qualität
bei Produkt und bei Service in Großbritannien eine immer größere Rolle spielt und dass man auf diese Weise auch den britischen Konsumenten und den britischen Geschäftskunden sehr gut von den Vorzügen eines österreichischen Unternehmens überzeugen kann.